Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und im heutigen Video, wie ihr schon seht, geht es mal um die Stromversorgung. Wie kriegt ihr den Saft zu eurem Mobil, sodass es rechtlich richtig ist? Kann man da jedes Kabel benutzen oder gibt es da spezielle, die vorgeschrieben sind nach irgendwelchen DIN-Vorschriften? Was müsst ihr da beachten, damit ihr rechtlich auf der sicheren und richtigen Seite seid und keinen Fehler machen könnt, auch wenn mal was passiert, dass es euch nicht angelastet werden kann? Bleibt dran, bis gleich, wir schauen uns das näher an. Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt schauen wir grundsätzlich erstmal, gibt es denn da eine Vorschrift, gibt es was Verpflichtendes? Und ja, die gibt's. Und zwar ist das die DIN VDE 0100 708, Teil 708 für Campingplätze und Teil 721 für Camper. Diese DIN VDE 0100 ist 2010 überarbeitet worden und 2012 in Kraft getreten und seitdem, seit 2012, verpflichtend und bindend für Campingplätze und für Camper. Jetzt ist die Frage, was steht denn da drin in dieser DIN-Vorschrift, die seit 2012 gilt? Grundsätzlich müssen erstmal seitdem alle Steckplätze 16 Ampere abgesichert sein. Jede Steckdose braucht einen FI-Schutzschalter und dieser FI-Schutzschalter muss eine Begrenzung vom maximalen Fehlerstrom, Bemessungsstrom von 30 Milliampere haben. Außerdem dürfen diese Steckdosen, die an den Plätzen sind, nur noch CEE, also die blauen, Steckdosen sein, keine Schuko mehr, nur noch diese CEE. Die sind grundsätzlich alle spritzwassergeschützt, das ist Vorschrift spritzwassergeschützt und diese blauen, diese CEE, die blauen, die sind das auch grundsätzlich alle das ist seitdem auch verpflichtend, dass es solche sein müssen. Dann steht dort drin in dieser Verordnung, dass die maximale Entfernung vom Fahrzeug zur Stromquelle, also zur Dose, 20 Meter betragen muss, maximal. Also grundsätzlich sollte es eigentlich so sein, dass wir immer und überall maximal 20 Meter von der Stromquelle entfernt sind. Was natürlich in der Praxis so ein Thema ist, ob das so umgesetzt wurde überall und auch in der Praxis so anfindbar ist. Muss es aber eigentlich sein, ansonsten haben wir ein Problem, denn wir dürfen nur 25 Meter Kabellänge laut dieser VDE-Vorschrift verwenden. 25 Meter ist das Maximum, das heißt 20 Meter Entfernung und dann natürlich der Meter zur Dose und die 1,5 Meter zum Fahrzeug. So ungefähr soll das laut Vorschrift sein, maximal die 25 Meter. Außerdem ganz wichtig, diese Richtlinie, diese Sachen, über die wir heute reden, diese VDE, DIN 100, die gilt nicht nur für Wohnmobile, die gilt auch für Wohnwagen und auch für Zelte. Also auch wenn ihr wirklich Zelturlaub macht, Campingurlaub macht und da irgendwie die Stromquelle euch zieht, müsst ihr mit CEE arbeiten und mit den Kabellängen und so weiter, die wir uns jetzt näher anschauen. Jetzt lasst uns doch mal schauen, was wir für ein Kabel benutzen sollen, laut Vorschrift. Also wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es maximal 25 Meter lang sein darf. Was in der Praxis natürlich so ein Thema ist, da müssen wir jetzt schauen, ob die Plätze auch zertifiziert sind und nach der DIN arbeiten und wirklich 20 Meter Entfernung uns bieten, sodass wir mit unseren 25 Metern reichen. Aber grundsätzlich sollte das so sein. Also wir haben gesagt, wir brauchen ein Kabel, was maximal 25 Meter lang ist. Laut DIN ist es auch so, dass es ein 2,5 Quadrat sein muss, also 2,5 Quadratmillimeter pro Ader, 3 Adern. Das ist zwar relativ dick, aber das hat jetzt nicht unbedingt mit der Stromstärke zu tun, sondern in dem Fall geht es darum, dass die die FI-Auslösung mit den 30 Milliampere nicht gefährdet ist. Deswegen dieser Querschnitt. Das Kabel soll heißen H07 RN-F 3G 2,5. Das ist die Bezeichnung für dieses Kabel, was wohl dazugelassen ist und zertifiziert ist. Das ist ein Kabel, was ein Gummikabel soll es sein. Es soll auch dementsprechend unbelastbar sein oder belastbar sein und unempfindlich gegen Knicken und so weiter. Also auch wenn mal so ein, was ja in der Praxis vorkommt, so ein anderes Wohnmobil oder was mal da drüber fährt oder wer auch immer da beim Rangieren vielleicht mal ein bisschen drankommt. Ne? Außerdem natürlich soll es versehen sein mit diesen CEE-Steckern. Ihr dürft ausschließlich diese CEE-Stecker verwenden. Also auch wenn ihr aus der Dose rauskommt, ja, da gibt es diverse Varianten, aber diese Variante mit einem Kabel, was erstmal zu lang ist und auch mit den Schuko-Steckdosen, wo ihr dann rauskommt, die ist auch verboten. Das heißt, bis zu eurem Mobil, bis zu dem Anschluss hier, müsst ihr diese CEE haben. Das heißt, ihr habt hier entweder eine CEE-Dose dran, wo ihr mit einem CEE-Adapter, der reingeht
und aber nicht auf der anderen Seite Schuko habt, sondern wieder einen CEE, ja, als Eingang. Das heißt, ihr habt den in der Kabeltrommel und ihr habt dann den als Verbindung, den ihr hier einsteckt. Es darf eigentlich, um kurz gesagt, gar keine Schuko-Verbindung, weder so eine noch so eine, laut dieser Verordnung und laut dieser Vorschrift, irgendwo auf dem Weg zu eurem Wohnmobil sein. Ihr dürft natürlich Adapter verwenden, allerdings maximal 25 Meter und ausschließlich diese CEEs, die in Verbindung ja diese Wasserfestigkeit haben oder diese Spritzwasserschutz haben. Ich möchte mal ganz kurz ergänzen, es gibt ein Video, da rede ich über die Grundausstattung und da habe ich auch über diese Kabeltrommel hier geredet und über die Verbindung per Schuko zum Fahrzeug und auch dort mit Verbindern und so weiter. Da muss ich dazu sagen, das ist zwar in der Praxis oft gesehen, oft genutzt bei diversen Campern, aber es ist nicht immer zulässig. Ja? Oder ich sag mal auf Campingplätzen ist es nicht zulässig. Es entspricht nicht der zertifizierten Norm. Ne? Es ist vielleicht manchmal notwendig unter der einen oder anderen Voraussetzung, dass man das irgendwo auch benutzt, zum Beispiel zu Hause, wenn man sein Wohnmobil voll macht, oder als Beispiel, wenn man vielleicht bei einem Bekannten ist, bei einem Kollegen ist und übernachtet dort und macht dort sein Wohnmobil voll an der Haushaltssteckdose. Solche Situationen, ne, die können sich ja ergeben und da kann man das vielleicht brauchen, aber grundsätzlich nach verschiedenen Richtlinien ist es nicht VDE DIN 100 zertifiziert. Ja, im Hintergrund ist eine Fahrschule, die üben hier Parcours fahren mit dem Moped. Ich hoffe, man hört das nicht so laut. Die suchen sich natürlich auch eine ganz, ganz ruhige Ecke, so wie ich das auch probiert habe. Wird schon klappen, ich hoffe, man hört das nicht so doll. Na, entschuldigt bitte. Jetzt kommen wir mal zu den Kabeltrommeln, die ich habe mich damit beschäftigt, die ich euch empfehlen kann. Grundsätzlich ist natürlich die Frage, was ist mit dieser und warum habe ich die auch empfohlen? Es kann natürlich sein, ich will da niemanden dazu verleiten, dass er eine Kabeltrommel mit sich führt, die nicht vorgeschrieben ist. Aber ihr seid unterwegs irgendwo und ihr kommt vielleicht, warum auch immer, weil der Platz nicht richtig arbeitet und nicht richtig laut dieser Vorschrift die Entfernung einhält, ihr kommt nicht zum Strom und ihr habt nur eure Kabeltrommel von 25 Meter. Dann ist es natürlich nicht richtig und nicht rechtens, wenn ihr dann diese falsche Trommel benutzt. Aber das muss grundsätzlich jeder für sich entscheiden, ob er dann vielleicht seinen Urlaub rein theoretisch abbrechen muss oder das Wohnmobil, wenn es leer ist, dann sitzt man im Dunkeln als Beispiel. Oder ob er dann eine Notlösung sich organisiert. Oder, ne? Grundsätzlich ist immer die Frage, führt man beides mit sich? Das will ich damit sagen, das müsst ihr für euch entscheiden. Man ist auch mal zum Beispiel auf der Durchreise bei einem Bekannten oder bei der Familie und dort im Privatbereich. Da kann man natürlich mit so einer Trommel arbeiten, so wie man es zu Hause auch macht. Ja, wir arbeiten ja zu Hause auch mit diesen Schuko-Steckdosen und wir sterben nicht sofort. Ja? Das hat auch was damit zu tun, seid ihr im gewerblichen Bereich, beziehungsweise seid ihr in diesem Konstrukt mit der Mietung auf dem Campingplatz. Ja? Und in dem Konstrukt mit dem Camper, da ist ja die Verordnung am Funktionieren, da gilt die ja. Ne? Deswegen ist immer die Frage, führt man das auch mit? Oder ihr seid auf einem privaten Bauernhof, wo ihr übernachtet, ja, wo ihr euch abstellt. Ihr wisst ja, da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Dann ist das natürlich nicht zwingend, dass man das benutzen muss, denke ich mal. Ja? Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich führe mal beides mit, in der Hoffnung, dass ich die nicht brauche. Ja? Grundsätzlich nochmals kurz zur Ergänzung für euch, die auch vermieten, die auch ihr Wohnmobil vermieten im privaten Bereich, das heißt das eigene, so wie ich auch. Für euch ist es natürlich explizit nochmal eine ganz, ganz andere Wichtigkeit, so ein Kabel euren Kunden mitzugeben. Denn ihr seid natürlich als Gewerbetreibenden rechtlich nochmal ganz anders verpflichtet. Wer jetzt nur so ein Kabel benutzt, privat, das ist ein eigenes Risiko. Aber ihr tragt natürlich das Risiko für die Kunden und da seid ihr natürlich auch haftbar im gewissen Rahmen, wenn das nicht alles seine Ordnung hat. Das heißt, für euch ist sowas zwingend erforderlich, dass ihr sowas mitgebt. Ihr könnt von mir aus, ich weiß es nicht, aber beides mitgeben. Die Kunden können am Endeffekt, wenn sie das dann benutzen, sie selber schuld. Aber das muss vorhanden sein. Meine Variante, die ich gewählt habe, sind jetzt hier diese Kabeltrommel. Die hat hier auch die feste Verbindung. Die hat hier, wie eben schon gezeigt, den Stecker fürs Wohnmobil und gleichzeitig natürlich diese Schuko-Steckdose dran, was ich super finde, wo man dann gleich im Außenbereich, ohne irgendwie was falsch machen zu können, Strom nehmen kann, voll zertifiziert.
und da könnt ihr dann zum Beispiel den Elektrogrill jetzt anschließen gleich. Da habt ihr alles in einem. Ja? Da fehlt dann auch hier eigentlich dann nichts, ne? Weil man hat das ja hier. Ja? Die Kabeltrommel hat jetzt 18 Meter plus 2 Meter, diese 2 Meter oder 1,5 oder wie, ne? Auf jeden Fall hat die 20 Meter, das und das 20 Meter. Die gibt es auch, die kostet, muss ich mal kurz schauen, die kostet 57 Euro. Ich blende euch das auch ein. Die gibt es auch noch als längere Variante, nämlich 23 plus 2 Meter. Ja, da ist hier mehr drauf und dann habt ihr eben diese Verbindung auch. Die kostet allerdings ein bisschen mehr, die kostet 89 Euro bis 117. Der Preis hat ein bisschen geschwankt bei der Recherche. Das sind natürlich ganz, ganz wichtige 5 Meter, ja, weil die können natürlich den Unterschied ausmachen, ob man den Strom bekommt oder nicht. Auch auf einem Platz, der das alles richtig macht, kann es dann natürlich sein, dass man mit der Trommel ein Problem kriegt. Aber ich sag mal, ich werde das erstmal in Zukunft testen und vielleicht, wenn man den einen oder anderen Platz dann nochmal umrangieren muss oder vielleicht die schlechtere nehmen muss, muss man sehen. Aber grundsätzlich ist natürlich auch ein riesen Preisunterschied, ist aber für jeden selbst zu überlassen, wie er das macht. Natürlich, grundsätzlich muss man sagen, sowas kauft man einmal und hat das eigentlich für immer. Das ist ein sehr, sehr hochwertiges Kabel, ja, ist dementsprechend auch beschriftet hier mit der Zertifizierung, mit der Kabelnummer und so weiter und so fort. Da steht hier alles auch drauf. Das reicht normalerweise für immer oder für ewig und da kann man vielleicht auch den Mehrbetrag nehmen und dann ist man auf der sicheren Seite. Ist jedem selbst überlassen. Ne? Was hier noch drauf steht, ist natürlich ölbeständig, abriebfest bis minus 35 Grad, belastbar und komplett für den Außenbereich geeignet. Das heißt, diese Steckverbindungen und so weiter, die sind natürlich absolut IP44, spritzwasserfest und so weiter und die Kabeltrommel ist auch so gebaut, dass die draußen stehen bleiben kann. So, jetzt schauen wir doch mal, was die Trommeln wiegen im Vergleich. Die zugelassene und die nicht zugelassene. Die hat 20 Meter, die hat 40 Meter. So, 40 Meter Kabel. Ja, wie ihr seht, 11,5 Kilo. Ich packe euch auch alles, was ich jetzt hier heute vorstelle, die ganzen Kabel und so weiter und das Messgerät und so, alle Produkte packe ich euch unten in die Beschreibung, da könnt ihr es euch direkt näher anschauen. Ne? So, dann wollen wir mal hier messen. Ja, 11,3, also annähernd identisch vom Gewicht. Das ist natürlich grundsätzlich hart, wenn das so schwer ist, aber das liegt natürlich an der Kabelqualität. Das dickere Kabel, das schwere Kabel, das hochwertigere Kabel, dickere Stecker und so weiter und eine massivere Bauweise und dementsprechend wiegt das ein bisschen mehr. Aber wie ihr seht, ist hier so ein praktischer Henkel dran und die lässt sich ganz entspannt tragen. Von daher soll das kein Problem sein. Das Teil ist übrigens auch ganz praktisch, wenn man eine Gasflasche nachwiegen muss, wenn man wissen will, wie weit komme ich denn noch. Ob das jetzt fürs Grillen ist oder fürs Wohnmobil, das ist ganz wichtig manchmal, dass man wirklich sieht, okay, ich kann die Aktion jetzt noch starten, ich kann die Grillaktion noch starten, ohne dass ich dazwischendurch einen Gasausfall habe. Also es gibt eine Kabeltrommel, die ist ohne Anschluss, das heißt nicht wie hier, direkt mit dieser starren Verbindung, sondern die hat hier Steckplätze, wie ihr seht. Die kostet 76 Euro, die ist 25 Meter lang und jetzt ist es schon wichtig, die ist nicht zertifiziert. Ich zeige die euch, damit da keiner vielleicht einen Fehler macht und dann doch wieder Geld investiert und dann klappt es doch nicht und dann ist es doch nicht richtig zugelassen. Die Kabeltrommel, wenn die an sich schon 25 Meter hat, dann habt ihr natürlich das Problem, wenn ihr, auch wenn ihr mit einer zertifizierten Verbindung da reingeht und die ist 1,5 Meter lang, dann seid ihr bei 26,5 Meter und in dem Moment, ich weiß, das ist kleinlich und das funktioniert genauso gut, aber es ist nicht zugelassen. Und es geht ja immer darum, was sagt uns die Vorschrift und wie ist es, wenn was passiert? Wer ist schuld? Wer kann, ich will nicht sagen, wem was in die Schuhe schieben, aber ihr wisst, wie es heutzutage läuft. Ne? Also achtet darauf, dass die Kabeltrommel an sich, wenn die nicht so eine starre Verbindung hat, sondern wenn ihr hier einen Steckplatz habt und müsst noch ins Mobil, nicht schon 25 Meter hat. Das ist ganz wichtig. Also jetzt hatten wir die Kabeltrommel 20 Meter zertifiziert, die gibt es auch in 25 Meter. Außerdem könnt ihr natürlich auch noch Kabelbünde benutzen. Ne? Das heißt ohne Trommel, sondern Kabel an sich, die ihr aufwickelt, die ihr ausrollt.
Manche finden das besser, weil es praktisch ist mit in Sachen Wegpacken. Gerade wenn man jetzt nicht so ein riesiges Wohnmobil hat mit so einer Heckgarage, sondern vielleicht mit einem kleinen Kasten oder so unterwegs ist, dann ist Platz ein ganz wichtiges Thema und dann ist das vielleicht auch ein bisschen unpraktisch. Und so ein Kabelbund, den kann man auch mal wickeln, wie man möchte und mal irgendwo reinquetschen. Ne? Da gibt es auch Möglichkeiten, und zwar kostet so ein Kabelbund, den ich herausgesucht hatte, der auch zertifiziert ist, der kostet 25 Meter 63 € und der hat auch diesen Anschluss, wo ihr gleich diese Schuko-Steckdose dran habt, was natürlich meiner Meinung nach ein ganz praktisches Thema ist. Ja, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen einen Tipp geben, der das vielleicht noch nicht wusste und zukünftig dann vielleicht mit einem Kabel unterwegs ist, wo er auch rein rechtlich auf der sicheren Seite ist. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und zukünftig dabei seid bei den weiteren Videos. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, das ist immer eine schöne Bestätigung. Ansonsten schaut euch gerne die weiteren Videos an, da gibt es viel über Tipps und Tricks, auch zum Thema Wasser, da gibt es Themen über Roomtouren und auch über die Vermietung. Wir vermieten privat unser eigenes Mobil, also seid gern dabei. Ansonsten lasst euch gut gehen, habt schöne Reisen, bis bald, ciao, ciao.